Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für September und Oktober 2017. Wie in jedem Update auch erzähle ich euch, was sich so Neues rund um den Kanal tut, was ich mir neue Bausätze zugelegt habe und wie ich mit den Projekten auf der Werkbank vorankomme. Für mich ist das Modellbaumessenjahr schon beendet. Mir liegen jetzt keine neuen Termine vor, aber ich hoffe, ihr habt noch ein paar Sachen bei euch in der Nähe, die ihr anschauen könnt. Im August war ich dann noch im Urlaub in die Vereinigten Staaten. Das war eine sehr schöne und neue Erfahrung für mich. Ich habe da sehr viel erlebt und auch sehr nette Menschen getroffen. Also das war eine rundum tolle Sache für mich. Zum Beispiel war ich in Chicago im U-505 U-Boot drin, bin in Illinois mit einem Jagdpanzer 38 durch die Gegend gefahren. In Texas war ich in diversen Flugzeugmuseen und habe auch an dem Modellbau-Vereinstreffen von den North Texas Plastic Modelers teilgenommen. Besonders schön bei dem Vereinstreffen war dann noch, dass ich ein Diorama von Robert Smith signieren durfte. Der Robert ist ein langjähriger Fan und Unterstützer von meinem Kanal und es war besonders schön, den mal persönlich treffen zu können und dann eben auch noch das Diorama zu signieren, das er zu meinen Ehren vor einer Weile mal gebaut hat. Ist natürlich ein Panzer III drauf, so wie es sich gehört, und das war echt eine besondere Sache für mich und ich denke für den Robert auch. Natürlich bin ich nicht mit leeren Händen aus den Vereinigten Staaten zurückgekommen. Mein Gastgeber Tactical Jackalope, der Andy, ein guter Freund von mir und langjähriger Unterstützer, hat mir noch 2 Bausätze mitgegeben. Die haben gerade noch so in den Koffer reingepasst. Das war einmal ein 1:72er Flyhawk Panzer IIL. Das ist ein grandioser Bausatz, den ich euch mal vielleicht demnächst vorstellen möchte. Und zum anderen von Tamiya die 48er Ki 61. Das ist ein brandneuer Bausatz auch, von einem sehr interessanten Flugzeug. Das ist auch eine tolle Sache. Sagen wir mal was anderes, ich baue relativ selten japanische Themen. Ende September haben dann noch die Augsburger Modellbautage stattgefunden. Das ist eine kleine Messe oder Ausstellung, die der Verein, in dem ich Mitglied bin, organisiert hat. Und es war wieder eine sehr nette Sache, den einen oder anderen dort zu treffen, den man ja aus der Kommentarleiste kennt oder vielleicht auch von Facebook. War wirklich eine tolle Erfahrung, wieder mal mit euch persönlich ins Gespräch kommen zu können. Ich finde, es ist nicht selbstverständlich, dass Leute doch einen relativ langen Weg auf sich nehmen, um so eine Ausstellung zu sehen und mit mir ein bisschen zu quatschen. Deswegen möchte ich mich bei euch, die dort waren, nochmal ganz herzlich bedanken. Das Ganze wäre wohl keine komplette Ausstellung gewesen, wenn ich nicht auch noch beim Flohmarkt ordentlich zugeschlagen hätte. Jetzt schauen wir uns jetzt an, was da noch hängen geblieben ist. Neulich hat dann auch noch die Modellbaumesse in Ried stattgefunden, wo ich ausgestellt habe. Das ist für mich immer das Highlight im Messejahr, weil es einfach eine verdammt große Modellbaumesse ist mit entsprechendem Publikum und auch guten Einkaufsmöglichkeiten. Das ist immer eine ganz interessante Sache. Da möchte ich mich auch noch bei allen bedanken, die vorbeikommen sind und Grüß Gott gesagt haben und mit mir ein bisschen geplaudert haben. Das freut mich immer sehr, mit euch da auch ins Gespräch zu kommen und man da einfach mal sieht, wer sich so hinter diversen Benutzernamen und so weiter verbirgt. In Ried habe ich dann auch beim Modellbauwettbewerb teilgenommen. Da war ich dann auch noch recht erfolgreich und habe eine Silbermedaille gewonnen für mein Tunesien-Diorama hier. Das hat mich wieder ganz besonders gefreut. Ich bin eigentlich nicht einer, der sonderlich auf den Wettbewerb aus ist. Ich tue da immer bloß was rein, damit der Wettbewerb auch gut gefüllt ist, weil sonst wäre es ja langweilig. Trotzdem eine super Sache für mich und eine tolle Anerkennung für meine Arbeit. Freut mich immer sehr.
Nachdem ich schon in Augsburg so zugeschlagen habe bei den Bausätzen, habe ich mich dann in Ried etwas zurückgehalten. Ich habe nur so ein Bäumchen gekauft und noch ein paar Filigranbüsche von Mini Natur. Und dann wurde mir auch noch von einem jungen Modellbauer, der auch zusieht, noch ein Bausatz und noch ein paar andere Kleinigkeiten gespendet. Das finde ich super. Vielen Dank, du weißt, wer du bist. Das ist ein netter Bausatz, den hätte ich fast schon in Augsburg gekauft. Gut, dass ich da nochmal widerstanden habe, weil jetzt gab es ein Geschenk. Dann habe ich noch eine schöne Nachricht zum Kanal zu verkünden. Und zwar hat mein YouTube-Kanal jetzt 24.000 Abonnenten. Das freut mich sehr, dass mein Kanal nach wie vor so viele Zuschauer anzieht und Abonnenten. Das ist echt eine tolle Sache und ehrt mich sehr. Des Weiteren hat auch noch meine Facebook-Seite eine Grenze überschritten. Und zwar sind wir jetzt mehr als 500 Mitglieder in der Gruppe. Das finde ich auch toll. Ich dachte immer, dass Facebook ein bisschen schwierig wäre, aber es hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Auf meiner Facebook-Seite benehmen sich alle sehr ordentlich und ist einfach ein sehr schönes Klima, glaube ich. Ein großes Dankeschön geht deswegen an alle, die meine Sachen anschauen und meine Sachen lesen. Das freut mich sehr, dass ich euch so viel bieten kann, dass ihr dabei bleibt und immer wieder meine Sachen anschaut. Vor kurzem hat mich dann auch noch eine Spende erreicht vom Christoph. Der hatte ein paar Bausätze über und wollte sie an den Mann bringen. Das freut mich sehr. Vielen Dank, Christoph. Das ist eine super Sache. Kann ich auch ganz gut brauchen. Hier zum Beispiel von Academy dieses Zubehörset. Das ist immer nützlich zu haben. Und diese beiden Sachen wollte ich für den Kinderbastelkurs hernehmen, weil das jetzt nicht ganz mein Beuteschema ist. Aber die Kinder freuen sich auf alle Fälle drüber. Das ist einmal von Hobbyboss, so ein U-Boot. Und dann von Tamiya, der Rover Ambulance. Das sind ideale Bausätze für die Kinder. Und ich werde den Kurs nächstes Jahr sowieso wieder machen. Da sind die, glaube ich, ganz gut verwendet dafür. Schauen wir uns jetzt an, was sich so auf der Werkbank tut. Hier seht ihr das Stück 3G, das zum Famorama gehört. Das ist die Zuladung für den Sonderanhänger vom Famo. Und da habe ich Folgendes gemacht. Dem habe ich hier so einen Gepäckträger hinten verpasst. Das ist Fotoads-Teil hier aus diesem Verlinden-Set raus für den Gepäckträger. Da sind zwei so Gepäckträger dabei, ein solcher und ein solcher. Und auch ein bisschen Zuladung. Das ist eigentlich ganz interessant. Und das habe ich mal zusammengelötet. Ich habe mir ja vor einer Weile eine Lötstation gekauft und wollte jetzt einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Bin jetzt nicht der größte Löter gegenwärtig, aber vielleicht werde ich es ja noch. Übung macht bekanntlich den Meister. Was die Zuladung vom Famo selber angeht, bin ich auch ein gutes Stück vorangekommen. Das ist jetzt eigentlich soweit komplett. Ich möchte eigentlich nicht viel mehr reinstopfen. Das sieht so eigentlich schon ganz gut aus. Habe noch ein paar Kisten hinzugefügt und Ölkannen und so weiter, ein paar Kleinigkeiten bloß. Das Motorrad als Zuladung ist auch schon bemalt und gealtert. Das war ein Vorführobjekt bei den Augsburger Modellbautagen. Da habe ich einen Workshop abgehalten zur Alterung und das war dann eben das Testobjekt. Ist eigentlich ganz gut geworden. Und die Leute, die mir zugeschaut haben beim Altern, waren auch ganz erstaunt, dass das eigentlich nicht sonderlich kompliziert ist. Das Diorama braucht auch ein bisschen Zubehör noch nebendran. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen bemalt. Da war von Vallejo hier dieses Bemalungsset Old and New Wood Effects sehr nützlich. Finde ich, sind sehr gute Farben für sowas. Habe ich hier einmal so eine Schubkarre von Plus Models. Die Leiter ist von Mini Art und hier das Wagenrad ist von Royal Models, glaube ich. Bis auf die Leiter ist alles Resin und eigentlich recht schön detailliert. Wird sich, glaube ich, auf dem Diorama ganz gut machen. Eine Frage, die noch offen ist beim Diorama, ist, welche Zuladung der Opel Blitz bekommt. Da fällt mir eigentlich partout nichts Vernünftiges ein. Ich könnte natürlich auch wieder irgendein Gerödel reinschmeißen, wie beim Famo auch, aber das sähe dann irgendwie komisch aus, wenn die beide mehr oder weniger die gleiche Zuladung hätten. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich möchte irgendwie was ganz anderes drin haben, kann aber irgendwie noch nichts finden, was mich wirklich überzeugt. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken und
ja, letzten Endes wird sich dann auch was auftun, was dann ja, meine Wünsche erfüllt. Wie ihr sehen könnt, bin ich auch mit dem Diorama sehr gut vorangekommen. Da hat sich seit dem letzten Update sehr viel getan. Die Stützmauern sind jetzt fertig. Ich habe auch noch so Leitpfosten hinzugefügt, die sind von Model Victoria und haben eben die Form, wie sie damals in Italien eben vorherrschend war. Da habe ich auch noch diverse Steine aufgeklebt hier an den Hügeln und auch im Bachbett, ja, damit es auch etwas gebirgiger aussieht. Und dann habe ich auch noch die Steine alle bemalt, zusammen auch mit der Hütte da. Mit der Begrünung habe ich auch schon angefangen. Das sind hier so Filigranbüsche von Mini Natur. Die sehen eigentlich ziemlich überzeugend aus. Und ja, die habe ich praktisch eingeklebt in ein Loch, was ich gebohrt hatte. Und dadurch halten die dann auch ziemlich gut. Also das Diorama ist eigentlich nicht mehr weit weg von der Fertigstellung. Da möchte ich als nächstes dann ja, das mehr oder weniger komplettieren. Das heißt Erde und Gräser und was sonst noch dazu gehört eigentlich aufkleben. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Und dann werde ich mich an die Fahrzeuge machen und die lackieren und altern. Und dann ja, sind wir eigentlich schon auf der Zielgeraden. Seit dem letzten Update ist die meiste Arbeit eigentlich in den Famo reingeflossen. Deswegen ist bei den beiden anderen Projekten nicht so viel weitergegangen. Dafür entschuldige ich mich. Aber ja, das Famorama möchte ich gerne schnellstmöglich aus dem Weg haben. Das nimmt hier doch ziemlich viel Platz ein. Und ja, würde ich einfach gern fertig sehen. Ich denke mal, sobald der Famo aus dem Weg ist, werde ich da mit Volldampf weitermachen und vor allem hier mit dem Baubericht mich dahinter klemmen. Alles klar, jetzt schauen wir uns noch an, was ich mir anderweitig an neuen Bausätzen zugelegt habe. Wie ihr sehen könnt, ich bin sehr gut versorgt mit aktuellen Bausätzen. Da möchte ich auch das eine oder andere in den nächsten Wochen für euch vorstellen. Bevor dann irgendwelche doofen Kommentare zu dem Sherman-Bausatz kommen, erkläre ich es euch gleich mal vorneweg. Und zwar, das ist ein Bausatz, den ich reserviert habe für den Sherman-Gruppenbau vom Shane Smith. Das ist, glaube ich, eine recht interessante Sache, gerade für Leute, die vielleicht nicht so sich mit der Thematik auskennen, so wie ich. Man möchte ja immer seinen Horizont ein bisschen erweitern und da glaube ich, ja, ist doch so ein Sherman-Bausatz eine nette Sache. Außerdem möchte ich mal ein bisschen mehr von Hobbyboss ausprobieren und ich glaube, ihre 1:48er Bausätze sind recht interessant. So, ich glaube, das wäre es jetzt für dieses Update. Ich hoffe auf jeden Fall in nächster Zeit mit dem Famo da voranzukommen. Es steht ja jetzt ein langes Wochenende an und ich hoffe, dass ich da gut Fortschritt machen kann, damit das Teil endlich mal fertig wird, damit ich dann mit anderen Projekten weiterkommen kann. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.